Markus, wie machst du, wenn du brauchst Karosseriestücke für klassische Maserati? Das ist nicht so einfach zu finden. Ja, schau mal. Das ist nicht jeden Tag, dass man das sieht. Wie viel Zeit hast du gebraucht, um alles das zu finden? Das habe ich seit den 80er Jahren, habe ich das. Das ist eigentlich auch dieser ganze Enthusiasmus, den man hat, wenn man irgendwo was findet, dann kauft man das und legt sich das ans Lager. Ja. Dann war dazu mal auch noch die ganze Importeur, die Schweizer Importeur, wo ich die ganze Lager übernommen habe. Okay. Oder der in den Anfang 90er Jahren dann geschlossen hat. Und er war wo in Schweiz? Er war in Conte bei Sion, im Wallis. Okay. Die Firma Reverberi. Ja. Okay. Und er hatte Teile für Kamsin und Indie Er und hat so weiter? auch Teile für Kamsin. Ich habe für Kamsin, für Merak, er war dazu mal Importeur von Maserati, De Tomaso, Lotus. Und dann waren noch etwas japanische Marken, aber das waren eigentlich diese Hauptmarken. Vor allem dann Maserati auch. Ja. Okay, so das war ein wichtiger Tag, um die Zukunft zu vorbereiten. Ja. Ja. Okay. Und manchmal benutzt du so eine Tür zum Beispiel, um eine andere Tür zu machen vielleicht? Richtig, ja, man braucht das dann. Es gibt dann auch Abschnitte, wo man verwendet oder ganze Rahmen. Ja. Das habe ich dann eigentlich alles hier. Okay. Und oft, wenn du eine Tür für ein Indie zum Beispiel brauchst, das Tür, wie du gesagt hast, für die Mexiko-Motorhaube, das passt nicht genau, ne? Ja, das muss man direkt am Auto an der Karosserie anpassen. Ja. Und dann wird das dann auf diese Rundmaschine, wo wir haben, wird das die Form gegeben, geklopft, abgekantet und dann eingepasst. Und dann gebördelt, wie man so schön sagt in dieser Fachsprache. Okay, okay. Umgekantet um die Chassis von der Türe oder um die die Haubenrahmen. Okay. Und ist das nur für Autos, das du hier restauriert, oder verkaufst du manchmal Teile von da zu anderen Garagen oder Privatleute? Das Problem ist eigentlich, dass die wenigsten Garagen das noch machen, diese Restaurationen. Also wenn jemand braucht, habe ich Teile hier, das verkaufe ich. Okay. Aber es gibt eigentlich wenige Garagen, wo diese Arbeiten machen hier. Also ich habe keine große Nachfrage, wer diese Teile haben will, muss ich sagen. Vielleicht im Ausland? Ja, das gibt es dann schon. Wir haben auch schon nach Belgien, nach Deutschland geschickt, auch nach Italien. Manchmal ist es auch so, dass uns Maserati anruft und fragt, könnt ihr oder gebt ihr diese Teile frei? Das gibt es dann auch schon, ja. Okay, gut zu wissen. Ja. Gut, okay, danke.